Wir haben uns überlegt, beziehungsweise wir kriegen immer wieder Fragen von euch zu einem Thema, nämlich zum Thema Grassmaster 3 versus Grassmaster 3 Profi. Gut, ich möchte euch jetzt mal die zwei Grassmaster zeigen, die zwei neuen. Wir haben einmal den Grassmaster 3.0 und einmal den 3.0 Profi. Sehr oft gefragt wurde jetzt zum einen, was die zwei unterscheidet voneinander. Das sieht man jetzt hier im direkten Gegenüberstellen schon. Das sind verschiedene Längen dieser Gehäuse, die hier zu sehen sind. Und das hat im Prinzip im Inneren den Unterschied. Also es geht bei diesen Grassmastern auch vor allem um die inneren Werte. Hier haben wir eben einen 9-Volt-Block, der hier verbaut ist. Der ist hier hinten in diesem Gehäuse drin. Und beim Grassmaster 3.0 Profi, den mache ich auch mal schnell auf, haben wir hier einen Block mit 8 mal einer AA 1,5 Volt Zelle. So. Das erklärt also diesen Größenunterschied schon mal zwischen diesen beiden Geräten. Und diese Größe ist natürlich nur das, was wir jetzt äußerlich sehen. Im Inneren passiert jetzt Folgendes. Wir haben hier eine Elektronik in diesen beiden Griffen verbaut, also einmal hier und einmal hier drin. Und diese Elektronik transformiert aus dem 9-Volt-Block beim Grassmaster 3.0 eine Spannung von bis zu 11 kV und beim Grassmaster 3.0 Profi eine Spannung von bis zu 16 kV. Und das bedeutet, dass der Grassmaster 3.0 deutlich stärker ist als der kleine, in Anführungszeichen, Grassmaster 3. Das bemerkt man vor allem beim Aufladen von sehr langen Grasfasern. Also beide Grassmaster sind geeignet für Grasfasern von 1,5 mm Länge. Das ist bei uns zum Beispiel die weiße Faser, die wir für den Schnee verwenden, bis hin zu den 12 mm Grasfasern, die wir im Spur 0 und Spur 1 Bereich verwenden. Geht mit beiden. Wenn man jetzt als Spur 1 Bahner größere Flächen machen möchte mit dieser 12 mm Grasfaser, dann würde ich auf jeden Fall zum Grassmaster 3.0 Profi tendieren. Wenn es im Spur H0 Bereich eher kleinere Flächen sind, wo ich mal was akzentuiere mit diesen 12 mm Grasfasern, dann reicht auf jeden Fall auch das kleine Gerät. Diese Batterien bringen einen zweiten entscheidenden Unterschied mit sich. Der 9-Volt-Block hat eine Laufdauer von ungefähr 3 Stunden. Bei den 8 1,5 Volt Batterien haben wir hier eine reine Laufzeit von ungefähr 8 bis 9 Stunden. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig, wenn man sich sagt, 3 Stunden, naja, da bin ich an einem guten Nachmittag dann durch. Das darf man nicht verwechseln mit der Verwendungszeit, sondern das ist wirklich die reine Dauer, in der dieses Gerät eingeschaltet ist. Wir haben hier unten an beiden Geräten, sieht man auch ganz schön, einen Netzschalter, den kann man hier einschalten. In dem Moment kommt hier unten diese Kontrollleuchte, die leuchtet dann rot auf. Und wenn ich den ausschalte, habe ich eben hier das Gerät wieder ausgeschaltet. Das gleiche gibt es hier beim Grassmaster 3.0. Ist eben auch so eine Leuchte hier vorgesehen, die ich ein- und wieder ausschalten kann. Diese Zeitangaben, 3 bzw. 8 bis 9 Stunden, sind wirklich auf die reine Verwendung oder beziehungsweise reine Laufzeit der Batterien ausgelegt. Das heißt, wenn ich den einschalte, kann ich den 3 Stunden lang durchlaufen lassen, durchbrennen lassen und dann erzeugt er eben diese 3 Stunden diesen Hochvolt-Aufladungskomplex. Und hier habe ich eben das gleiche 8 bis 9 Stunden. In der reinen Praxis arbeitet man ja nicht so, dass man das Ding einschaltet und dann halt 3 Stunden lang irgendwie begrast. So lange reicht ja auch zum Beispiel gar nicht dieser kleine Topf hier vorne, in den wir diese Grasfasern einfüllen. Damit sind wir auch schon bei einem Hauptunterschied zu dem bisherigen Grassmaster. Wir werden immer wieder gefragt mit den 11 kV bei dem kleinen und den 60 kV bei dem großen. Das ist ja gar nicht so viel mehr als beim alten oder sogar weniger. Ja, das ist rein technisch auf die Zahlen bezogen richtig. Jetzt ist aber so, dass nicht nur die reine kV-Anzahl hier die Leistung dieser Grassmaster ausmacht, sondern auch zum Beispiel bauartbedingt der Abstand von der Platte, die hier drin ist, bis zum vorderen Siebaufsatz, den man eben später hier aufschrauben kann. Der ist kürzer als beim Grassmaster 2.0, das heißt, hier geht weniger Leistung verloren. Das heißt, ich brauche in diesem Bereich weniger Leistung bzw. Spannung, als ich das bei dem alten brauchte, um
eben die gleiche Aufladung vorne noch zu erhalten. Also das ist eine deutliche bauliche Verbesserung, die wir bei beiden Geräten gemacht haben. Und dann haben wir auch hier zum Beispiel eine Platte, die eine Aufladung über die komplette Fläche erlaubt. Das war beim Grassmaster 2 so, dass wir das punktuell aufgeladen haben. Auch diese bauliche Veränderung schafft es, dass wir mit einer geringeren Spannung die gleich guten oder besseren in diesem Fall Ergebnisse schaffen. Das Ganze haben wir gemacht, weil wir dadurch, dass wir hier weniger Spannung aufbauen müssen, um gleich gute bzw. bessere Ergebnisse zu erzeugen, auch die Batterie schonen können und somit eben eine längere Einsatzdauer haben. Also das ist ganz bewusst so, dass wir versucht haben, von den Spannungen etwas runterzukommen, um die Batterien etwas zu schonen. Von der Wirkung, also von dem, was damit nachher erzeugt werden kann, was die Grasfasern auflädt, sind diese Geräte deutlich stärker und deutlich besser in der Funktion als der bisherige Grassmaster 2. Wir haben abgesehen davon die Griffgröße noch verändert. Also wir haben hier einen deutlich stabileren Griff. Das heißt, wir haben das Ganze etwas fester, stabiler gemacht. Das ganze Gerät farblich ein bisschen überarbeitet. Das ist oben eben in diesem Mattschwarz gehalten. Wir haben unten einen etwas feineren Druck drauf, sodass das insgesamt sehr, sehr schön geworden ist. Die Änderungen, die großen Änderungen sind wirklich baulich bzw. in der Elektronik eben haben dort stattgefunden und dadurch haben wir eben jetzt ein wirklich sehr, sehr gutes Gerät. Was sich auch geändert hat, das ist was wir wirklich auch sehr gerne sagen, weil das ist was euch sehr entgegenkommt, ist der Preis. Wir haben bei dem kleinen Gerät, bei dem Grassmaster 3.0, der eben ungefähr vergleichbar ist mit dem alten 2.0, jetzt einen UVP, also eine unverbindliche Preisempfehlung von 99 €. Das waren bisher 149 beim Grassmaster 2.0. Und wir haben beim Grassmaster 3.0 Profi, das ist das deutlich stärkere Gerät, also da haben wir eine Leistungssteigerung erreicht, jetzt diesen UVP von 149. Das heißt, ihr kriegt, um es kurz zu machen, entweder für den gleichen Preis ein deutlich besseres, deutlich stärkeres Gerät oder wenn ihr was Vergleichbares wollt wie den 3.0, dann kriegt ihr das jetzt zu einem deutlich günstigeren Preis. Und das, denke ich, sind Sachen, mit denen können wir uns gut sehen lassen im Markt. Also ab in den Fachhandel, bei den Jungs mal vorbeigucken und von unserer Seite aus für heute erstmal herzlichen Dank, bleibt gesund und bis bald.